Hallo und willkommen bei Compagnon. Heute geht es um unseren neuen 7 Liter Sling. Das ist der Nachfolger von unserem erfolgreichen Modell, was sehr viele schon glücklich gemacht hat und viele den gerne nutzen. Wir haben den jetzt nochmal überarbeitet und ein paar Features dazugepackt, ein paar Sachen verändert und da gehen wir heute drauf ein und zeigen, was den neuen 7 Liter ausmacht. Ja, hier seht ihr die 3 Farben, die wir anbieten. Das Volcano Black, das kennt ihr ja schon, das Desert Brown und das Forest Green ist die neue Farbe, neu im Sortiment. Wird es auch mit dem 20 Liter Rucksack und mit dem 30 Liter Rucksack geben. Ja, kommen wir zum Außenmaterial, was wir nutzen. Das kennt ihr von uns ja schon. Das ist dieses AX Carbon Regen Material. Das ist ein High-Performance Outdoor-Stoff, ja, der auch beim Segeln verwendet wird. Und den kennt man ja so ein bisschen auch aus dem Taschenbereich bei den hochwertigen Taschen. Und deshalb haben wir uns da auch nicht lumpen lassen. Nutzen wir weiter, haben wir sogar ein bisschen weiterentwickelt. Und der Stoff ist noch mehr wasserabweisend, noch wetterfester als vorher. Deshalb sind wir froh, dass wir den jetzt auch weiter nutzen. Kommen wir zur Fronttasche. Die ist bewährt und deshalb haben wir sie so gelassen. Wir haben ein Reißverschlussfach, 2 Netzeinschübe, da passt ein Geldbeutel rein, ein Riegel, sonst was ihr so dabei habt beim Fotografieren. Ja, kommen wir zum Boden oder zur Unterseite von der Tasche. Wir haben hier einen 1600er Cordura, der sehr abriebsfest ist, also ein sehr stabiler Boden, wie ihr es auch von den anderen Element-Produkten kennt. Dann haben wir hier 2 Gurte. Hier könnt ihr ein Stativ dran machen oder eine Wasserflasche, je nachdem, was ihr da dran haben wollt, wenn ihr vielleicht ein bisschen länger unterwegs seid. Ja, kommen wir zur Rückseite. Wir haben hier den 3D Air Mesh, den wir auch neu haben. Das ist jetzt ein bisschen komfortabler, ein bisschen angenehmer, der Stoff. Genau, dann haben wir hier noch einen Tragegurt. Ja, kann man hier die Tasche schön tragen oder als Trolley-Aufstecker nutzen, je nachdem, wie ihr es braucht. Dann haben wir hier die größte Neuerung, würde ich fast sagen, ist der Gurt, den wir haben, ist ein Vario-Gurt, kann man hier abmachen, ja, und ist mit einer 3-Punkt-Fixierung versehen. Ja, kommen wir zum Gurt. Das ist vielleicht die größte Neuerung, die unseren Sling schon vorher kannten. Und zwar haben wir einen neuen Vario-Gurt, der ist hier verstellbar. Man sieht hier die Rotation und abnehmbar. Da komme ich gleich nochmal drauf. Was auch neu ist, ist die 3-Punkt-Fixierung. Ich kann ihn mir hier umhängen und die 3-Punkt-Fixierung ist super praktisch, wenn ihr den als Sling tragen wollt. Hier ist praktisch der 3. Punkt und dadurch habe ich beim Fahrradfahren, rutscht der nicht so sehr hin und her, sondern ich habe ihn fixiert. Was auch neu ist, ist dann dieser Schnellverschluss bzw. die Schnellverstellung. Ja? Ich habe jetzt hier eine schnelle Verstellung für den Gurt und habe hier die 3-Punkt-Fixierung. Ich kann den Sling auch wie eine Schultertasche tragen, seitlich oder auch nur auf einer Seite. Das macht auch der rotierende Verschluss macht es möglich. Was ich euch noch gerne zeigen will, ist die Funktionalität vom Sling als Hüfttasche. Hatten wir immer wieder als Feedback und für den einen oder anderen wird das vielleicht eine Idee sein, dass das funktioniert, die Tasche als Hüfttasche zu tragen. Ich kann die mir praktisch so umschnallen und habe die Tasche dann vor mir, komme dann hier super leicht ans Equipment ran und kann hier die Kamera rausholen, fotografieren, kann die Objektive wechseln und habe alles griffbereit bei mir hier vorne praktisch dran. So. Was auch neu ist, ist das Schulterpolster. Wir haben das jetzt länger gemacht, schöner gepolstert und wir haben so Silikonstreifen drauf gemacht. Dadurch rutscht das Polster nicht so hin und her, sondern ist immer stabil auf einer Stelle. Trotzdem haben wir hier einen Tunnel drin, in dem der Gurt trotzdem schön verstellbar ist, so dass ihr immer die richtige Position vom Polster auf der Schulter habt. Ja, kommen wir zu dem Rolltop und zum Fitlock. Das ist der Verschluss hier vorne. Der schließt magnetisch, hört sich toll an und ist sehr beliebt und funktioniert auch super. Hier haben wir den Rolltop. Der
ist mit einem Klettverschluss gesichert oben. Ihr habt jetzt gehört, wie laut der aufgeht. Wir haben aber auch einen Silent Mode sozusagen. Hier unten drunter haben wir noch ein Flauschband. Da könnt ihr den auch so zumachen und dann einfach nur rollen. Dann haben wir das leise öffnen, ja, aber nicht komplett verschlossen dann. Wir haben innen drin ziemlich viel Volumen. Hier passt auch eine Regenjacke, auch mal eine Brotzeit oder sonst was, was ihr mitnimmt und nicht im Kamerafach drin haben wollt, ist hier abgetrennt vom Kamerafach von oben her zugänglich. Man kann aber auch hier innen drin den Reißverschluss öffnen. Ich zeige es euch mal kurz. Hier innen drin haben wir einen Reißverschluss und können auch durchgreifen in das Hauptfach. Beziehungsweise wir können auch das Reißverschlussfach öffnen, wenn wir lange Dinge aus dem Kamerafach nach oben hin durchladen wollen. Ja, mal vielleicht ein außergewöhnlich langes Objektiv, was ihr dabei habt, haben wir auch die Möglichkeit. Aber ansonsten ist es dafür gedacht, dass wir hier zusätzliche Sachen transportieren, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, mal wie gesagt eine Regenjacke dabei habe oder sonst was. Dafür ist das Rolltopfach super gut zu haben. Ja, kommen wir zum Hauptfach. Das ist ja für die meisten wichtig. Was passt überhaupt in so eine 7 Liter Sling rein? Wir haben hier 3 verschiedene Varianten aufgebaut mit 3 verschiedenen Kameras bzw. 3 verschiedenen Arten von Equipment, die man da mitnehmen kann. Als erstes zeige ich euch die Klettpolster, die wir da haben. Wir haben so ein faltbares Klettpolster und 2 feste Klettpolster mit so einem Stretch nebendran. Hier könnt ihr alles Mögliche natürlich auch reinpacken, mal eine Batterie oder ein Kabel oder sonst was. Das ist schön geschützt dann hier drin. Jetzt kommen wir ran und schauen uns mal, was reinpasst. Und zwar haben wir hier jetzt praktisch die Variante mit einer etwas kleineren Kamera, mit einer Fuji X-H2 und mit einem Objektiv dran. Ich zeige es euch, das ist ein 1680 und hier ist nochmal ein 50-140, auch ein Tele, und das passt stehend praktisch hier so rein. Genau, das ist hier drin. Was haben wir hier? In der Desert Brown Variante haben wir eine ganz große Kamera. Das ist die Fuji GFX auch mit einem Tele 100-200. Das passt praktisch so hier rein. Ja? Das ist so die maximale Variante, würde ich sagen. Ja? Und dann haben wir hier außen in der Vulcano Black Variante nochmal, zeige ich euch, hier haben wir auch eine Kamera mit einem Objektiv dran. Dann haben wir hier eine Festplatte drin, hier ein Objektiv und hier unten drunter, was ja auch spannend ist, hier sieht man, wie man das faltbare Polster nutzen kann. Hier haben wir praktisch unten drunter eine kleine Festbrennweite. Unten drunter, die wir vielleicht nicht so oft nutzen, packen wir drunter, biegen das drüber und dann haben wir hier noch unser Objektiv, was wir vielleicht öfters nutzen, oben drüber. Genau. Ja, wir haben hier auch wie vorher schon ein Seitenfach, ein kleines, was ein bisschen Stauraum bietet und hier auch ein kleines Stativ eventuell reinpassen würde. Eine 0,5 Liter Flasche würde hier reingehen und mal ein Riegel oder sonst was. Dann haben wir auch hier nochmal so kleine Fingerschlaufen, und zwar dann kann ich hier beim Reißverschluss mich festhalten, wenn ich den zumachen will. Dann habe ich ein bisschen mehr Stabilität beim Auf- und Zumachen vom Reißverschluss. Ja, was wir auch neu haben, sind hier diese Fingerschlaufen. Die sind dafür da, damit wir den Reißverschluss ein bisschen besser aufmachen können. Ich halte mich hier dran fest und kann dann ganz einfach den Reißverschluss öffnen. Was wir auch nach wie vor haben, ist das Padfach. Und zwar passt hier ein 11 Zoll iPad rein. Haben wir hier Platz, ist wie vorher auch ein 11 Zoll iPad oder ein Notebook, ein kleines Büchlein, was ihr dabei habt, könnt ihr hier super reinpacken. Ja, die Produktion ist nach wie vor bei unserem Partner in Vietnam, die sehr verantwortungsvoll und hochwertig produzieren, wie die Element-Taschen vorher auch. Und da sind wir auch echt froh, da zu sein und mit denen zusammenarbeiten zu können, weil wir echt eine super Qualität da bekommen und auch eine tolle Produktion haben. Ja,
das war die Sling 7. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und eure Fragen sind jetzt geklärt. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, einfach eine E-Mail oder in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, dass ihr hier mit der Sling 7 die Tasche gefunden habt, die ihr auch wirklich braucht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.